Wie beginnt man einen Podcast über eine Erkrankung, die niemand kennt? Vielleicht einfach mit der eigenen Geschichte. Eine Geschichte über eine junge Frau, die jahrelang gesucht hat. Und den Moment, der alles verändert hat. Zu Gast ist heute der Arzt, der bei mir erkannt hat, was alle anderen übersehen haben. Dr. Andreas Putz, Chefarzt am Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg. Willkommen zu der ersten Folge von Vascular Voices. Schön, dass du da bist und zuhörst. Hallo und danke, dass es geklappt hat. Ja, hallo Marlene, recht vielen Dank für die Einladung. Ich finde es ganz spannend, hier zu sein. Ja, freue mich auf das Gespräch. Ja, vielleicht ganz kurz, falls dich jemand nicht kennt, wie lange arbeitest du jetzt schon? Ja, Ja, mal nachrechnen. Als Arzt bin ich jetzt 42 Jahre unterwegs, okay, das ist habe einiges, ja. hab im Ruhrgebiet meine ersten Jahre verbracht, auch dann später meine ersten Jahre als Oberarzt, war dann insgesamt dann noch fast 15 Jahre in Norwegen, hatte auch Zwischenstationen, kurze Gastaufenthalte in Indien, Österreich, Italien lange, Kanada und Brasilien und bin dann jetzt seit 5 Jahren in Neubrandenburg tätig oder fast 5 Jahren. Ja, ich weiß, wir haben uns ja noch in der Klinik in Dernbach kennengelernt. Da Ja, war es ja vor Neubrandenburg. Und ich kann mich noch erinnern, also bin wegen der Vermutung Endometriose an Nerven, beziehungsweise ich habe vermutet, dass ich Endometriose am Ischiasnerv habe, weil ich so schlimme Beinschmerzen hatte. Und ich bin durch eine Selbsthilfegruppe auf Facebook ja nochmal auf eine Gruppe gekommen, die eben wirklich sich damit beschäftigt haben mit Endometriose an den Nerven. Und da gab es eigentlich immer nur zwei Ärzte, die genannt wurden. Das war Professor Dr. Possover in der Schweiz und der andere Name war Andreas Putz. Und ja, ich weiß noch, ich habe damals, ich glaube, ich war schon 8 Jahre auf der Suche und wo meine Schmerzen herkommen, was da der Auslöser ist und war wirklich völlig verzweifelt nach so vielen Jahren, so vielen Ärzten, so viel Untersuchungen und immer war alles in Ordnung und immer hieß es, ich bin gesund und ja, irgendwann heißt es auch, das ist bestimmt psychosomatisch und ich weiß noch, da habe ich dann gesagt, okay, dieser Arzt ist jetzt so mein allerletzter Versuch. Und wenn der auch mhm. sagt, ich bilde mir die Schmerzen nur ein und da ist nichts und ich bin gesund, dann gebe ich auf. Also ich wollte wirklich aufgeben und weiß noch, wie ich hingefahren bin nach Dernbach und von draußen standen schon so eine ganze Schlange vorm Krankenhaus, lauter Frauen und ich dachte, was ist denn hier los? Erinnerst du dich da noch dran? Ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das war damals, oder das ist ja so gewesen, dass ich aus Norwegen kam und der Dreh war halt einfach, dass dann mir klar war, dass die Frauen, die dann kamen mit Endometriose, das ließ sich nicht immer nur an die Endometrioseherde von den ableiten, die man sonst im Bauchraum gefunden haben, sondern das musste irgendwo anders herkommen. Und das waren meistens neuropathische, also Nervenschmerzen, neuropathische Schmerzen. Und da die Patientinnen mehr oder weniger alle Endo hatten, dann lag der Schluss nahe, dass auch Endometriose an den Nerven sitzen und liegen kann. Und das ist ja auch so, es ist ja auch bekannt. Nur das war eben eine Operationsetage, wo sich kaum einer hingetraut hatte, weil es technisch aufwendig war. Also das Und ich habe heißt, Endometriose kann wirklich an den Nerven sein. Ja, das kann an Nerven sein. Da gibt es eine Reihe von Nerven, die auch etwas oberflächlicher liegen, die auch das vegetative System steuern, das heißt die Funktion von Blase und Darm. Dann gibt es auch Nerven, die etwas tiefer liegen, bis am Beckenboden hin, die dann auch für grundlegende Fürs Gehen und Entbindungsstörungen und so weiter. Und da ist es auch möglich, dass da Endometrioseherde sind.
Nur das sieht man halt normalerweise nicht, wenn Mhm. man eine Bauchspiegelung macht. Und wie kommt es, dass wirklich ähm, ja, da kaum Ärzte irgendwie hinschauen? Also du warst ja damals der Einzige in Deutschland, war ja auch mein Glück und das von vielen anderen auch, weil in der Schweiz, das hätte ich mir ja gar nicht leisten können, weil das ja privat gezahlt werden muss. Ähm, Hast du eine Erklärung, warum so wenig Ärzte sich damit beschäftigen? Naja, zum einen ist Endometriose seit vielen Jahren noch nicht so im Licht der Öffentlichkeit gestanden, wie es gerade heute ist. Und auch heute ist es noch zu wenig. Auch die Förderung von Forschung an Endometriose ist ja sehr, sehr gering gewesen. Und jetzt ist da ein neuer Stein ins Rollen gekommen in den letzten ein, zwei Jahren. Und ich glaube, dass das Bewusstsein für Endometriose halt sehr gering ist oder gering gewesen ist. Das heißt, es hat sich kaum einer da gut beschäftigt. Und es gab natürlich eine Reihe von sehr guten Endo-Operateuren in Deutschland, aber von denen haben sich wiederum auch nur sehr wenige mit Endometriose und Nervenschmerzen befasst. Das waren nicht viele. Und also ich weiß noch, wo ich dann genau den Termin bei dir hatte. Und ich bin eigentlich wegen meinen heftigen Schmerzen in den Beinen zu dir gekommen, weil ich da auch immer Missempfindungen hatte, ja, Schwäche in den Beinen, Kribbeln, wirklich permanent dumpfe Schmerzen, Probleme beim Laufen. Und ich war total verdutzt, als du mich dann gefragt hast, ob ich auch Blasenprobleme habe. Und ich so, hä, was hat jetzt die Blase mit meinen Beinen zu tun? Und ich glaube, das war dann auch so der Moment, wo du dann gesagt hast, ja, du weißt, was bei mir das Problem ist und du glaubst mir. Und das war für mich, ich habe es gar nicht fassen können und habe da dann, ich glaube, da sind mir auch wirklich die Tränen runtergelaufen, weiß ich noch, weil ich einfach ja, nicht glauben konnte, dass da wirklich ein Arzt vor mir sitzt und sagt, ich glaube Ihnen und ich weiß, Mhm. was Sie haben. Ne? Und jetzt ist so der Zusammenhang, was hat jetzt die Blase mit den Beinen zu tun? Ne? Also das war mir am Anfang dann auch nicht so klar. Vielleicht ist es vielen anderen, die jetzt zuhören, auch nicht so der Begriff. Kannst du das irgendwie mit wenigen Ja, Sätzen kurz erklären? naja, die Beinschmerzen, die habe ich auch da zurückgeführt als neuropathisch bedingt, das heißt auch Nervenschmerzen in den Beinen. Das war so der erste Gedanke. Da sprach auch sehr vieles dafür, auch mit den Missempfindungen etc. Und die Blasenbeschwerden sind auch oder können auch ein Zeichen von Nervenfunktionsstörungen sein, die dann häufig auftreten, bei Endometriose zum Beispiel. Weil der Nerv, der Blase und Darm versorgt, liegt relativ offen zugänglich und nah an der Beckenwand. Und da kann es schon gut sein, dass Endometriose sich da in der Nähe festsetzt und Beschwerden verursacht. Daher kam die Frage dann, haben Sie auch Schmerzen in der Blase? Denn wenn ich neuropathische Beschmerzen an den Beinen habe, dann liegt es auch nahe, dass auch andere Nerven betroffen sind. Aber ist es Deswegen, dann, also Entschuldigung, ist es dann der Ischiasnerv und der Pudendusnerv oder sind es nochmal andere Nerven? ja, das ist in erster Linie der Ischiasnerv und auch die Blasenbeschwerden, Darmschmerzen kommen dann auch häufiger vom Pudendusnerven, also eine Pudendusneuropathie. Und da hat dann quasi das gepasst, dass ich schon seit ich klein bin, seit ich denken kann, eigentlich immer Blasenentzündung hatte. Ne? Und ich habe mich dann auch gefragt, wie kannst du das wissen? Weil ich wirklich, ich bin quasi in meiner Kindheit, ich bin mit Blasenentzündungen aufgewachsen. Mal wurden Keime gefunden, mal wurden keine Keime gefunden. Ich habe Tee ohne Ende getrunken. Also heute als Erwachsene kann ich überhaupt gar keinen Kamillentee mehr sehen. Da wird mir direkt schlecht. Und ja, Unterhemd anziehen und nicht auf den kalten Boden setzen und Badesachen immer gleich wechseln und lauter so Sachen. Also ich habe in meinem Leben gefühlt einfach alles ausprobiert an Tipps und Tricks und Cranberry-Saft und alles Mögliche. Und letztendlich habe ich aber trotzdem immer Blasenentzündung gehabt und auch irgendwann die Diagnose vom Urologen,
ja, das ist halt eine Reizblase, das ist chronisch. Habe dann auch zweimal Impfungen ausprobiert, was bei mir auch nicht angeschlagen hat. Und da ist dann der Frust riesengroß. Und diese Erkenntnis, dass das Nervenschmerzen sind vom Pudendusnerv, der da irgendwie getriggert wird, ähm, ich glaube, das wissen ja ganz, ganz viele nicht. Ne? Und Ja, das stimmt. Da muss man jetzt sagen, das war so einer der Punkte, die mich draufgebracht haben, diese Daumen-Blasenschmerzen. Da muss man auch genau nachhaken. Wenn ich eine Blasenentzündung habe, setzen die Schmerzen ja schon beim Anfang des Pipi-Machens an und hören dann auch wieder auf. Und neuropathische Schmerzen ist es oft, nicht immer, aber oft so, dass die Schmerzen erst gegen Ende des Wasserlassens kommen und dann auch noch lange anhalten können. Manchmal bis zu mehrere Stunden. ja, bei Und das mir wird dann sogar oft in mehr einen Topf als geschmissen, ne? Stunden. Also Ja. die längste Blasenentzündung, die ich hatte, war einmal nach dem Geschlechtsverkehr. Und währenddessen habe ich gar nichts gemerkt, auch überhaupt keine Probleme gehabt. Und dann hat es aber, glaube ich, 2 Tage später angefangen zu brennen, so in der Harnröhre. Und es hat nicht mehr aufgehört. Es war, als würde mir die Harnröhre weggeätzt werden. Also richtig heftig, ein durchdringender, brennender Schmerz, gegen den nichts geholfen hat. Und es hat wirklich sage und schreibe 3 Monate angehalten. Mhm. Also ich war wirklich ein totales Wrack, habe Demanose und alles ausprobiert und Antibiotika und es hat einfach nichts geholfen. Und ja, das war dann auch, also als ich dann den Zusammenhang dann bei dir verstanden habe und du mir das dann auch wirklich erklärt hast und du mich ja auch wirklich ja, sehr ausgiebig untersucht hast, stand ich dann auf einmal mit einer Diagnose da, ne? Pudendusneuropathie, auch Adenomiose. Ich weiß noch, dass du Ultraschall gemacht hast und gesagt hast, ja, also das hat keine, was weiß ich, keine 5 Sekunden gedauert, wo du gemeint hast, ja, sehen Sie hier die Stellen, das ist Adenomiose. Und ich bin aus allen Wolken gefallen Mhm. und dachte, hä, ich war bei so vielen Gynäkologen, auch im Krankenhaus schon, also ich war sogar in einem Endometriosezentrum, was eigentlich einen guten Ruf hatte. Und niemand hat mir gesagt, dass ich Adenomiose habe. Ja, Warum das, konntest du bei mir sehen, dass ich Adenomiose habe und alle anderen Frauenärzte haben das bei mir nicht gesehen? ja, das war eigentlich ganz gut, dass ich da in Norwegen war. Da hat sich eine Kollegin sehr ausführlich mit Adenomiose und der Diagnostik beschäftigt. Und die hatte mich damals schon viele, viele Jahre her, danke Tina Tellum, hat mich aufmerksam gemacht auf die Musa-Kriterien. Das sind so internationale Standards für den Ultraschall, wie man Adenomiose feststellt. Und das habe ich dann in Norwegen, haben wir das dann alle gemacht und dann stieg die Adenomiose-Erkennungsrate rasant an. Das ließ sich ja dann auch tatsächlich später auch bestätigen. Und in Deutschland ist es bis heute noch so, dass diese internationalen Ultraschallstandards sehr selten angewandt werden. Heute mehr als vor 3, 4 Jahren, also es ist aber immer noch zu wenig. Die meisten Frauenärztinnen und Frauenärzte kennen das noch nicht einmal, dass es da gewisse Standards oder Richtlinien gibt zur Diagnostik. Ne? Aber gibt es auch, also von den Musa-Kriterien, liest man jetzt tatsächlich öfter mal im Zusammenhang mit Adenomiose. Mhm. Aber kann es auch sein, dass vielleicht teilweise so normale, sagen wir mal, Dorfpraxen auch gar nicht, also braucht man da ein spezielles Ultraschallgerät? Muss das irgendwie extrem gut sein oder da reicht ein Standardgerät nicht aus oder so, dass vielleicht auch technische Hintergründe da sind? Also in der Regel bei einem Standard-Ultraschallgerät kann man das schon erkennen. So ist es nicht. Das liegt also nicht daran, dass man es nicht erkennen könnte. Ähm, und naja, man darf aber die sogenannten Dorfgynäkologinnen nicht unterschätzen. Auch dort gibt es heute einige, die ganz gut sind. Und es gibt aber noch immer viel zu wenige, die da aufmerksam gemacht worden sind, obwohl es jetzt auch schon seit einiger Zeit auch Ultraschallkurse dafür gibt.
meine Ja, ist ja super, Assistentin, dass es das jetzt die gibt. müssen die müssen in alle machen, damit sie da einen gewissen Mhm. Standard haben. Das ist ganz wichtig. Ja. Aber das ist schon immer noch eine Herausforderung in Deutschland, Adenomyose zu erkennen. Mhm. Obwohl es ja so viele Endometriosezentren gibt, ne? Deswegen verstehe ich das nicht so ganz. Oder erkennen die das dann schon eher? Wir erkennen das schon eher. Okay. Ja. Gibt ja auch heute neue Standards, die sind ja seit April Mhm. gültig für Endometriose-Kliniken oder auch Mhm. sogar für Endometriose-Zentren. Die sind ja Mhm. auch sehr gut und ich denke, dass die, wenn die das auch ernst nehmen, das auch gut machen und gut können. Ja, ich hatte ja leider das Problem mit meiner Gynäkologin, dass die mich nicht ernst genommen hat, obwohl ich, seit ich 13 bin, also seit ich meine Menstruation habe, extremste Unterleibsschmerzen habe, Rückenschmerzen, Schmerzen, die in die Beine ziehen. Und ich habe dann mit 13 auch schon die Pille bekommen, also gar nicht zur Mhm. Verhütung, sondern wirklich um ja, den Schmerzen entgegenzugehen, ohne irgendwie Erklärung. Es hieß einfach, ja, das ist so, ne? Also Mhm. tut halt weh. Und bei meiner Mutter war das auch schon so. Also ist einfach als Frau, dass ja, man so Schmerzen hat, wenn man seine Regelblutung hat. Und ja, und dann habe ich einfach schon extrem früh und sehr lange die Pille genommen, obwohl ich halt permanent irgendwelche Nebenwirkungen hatte und wirklich Beschwerden hatte und gefühlt damals ähm, in meiner Jugend und jungen Erwachsenenzeit alle möglichen Präparate durchprobiert hatte. Und ich habe immer nach 3 Monaten Nebenwirkungen gekriegt. Und ja, und die Gynäkologin, die hatte ich gefragt und habe gesagt, ich habe gegoogelt und ne, also Ärzte mögen das ja nicht so gerne, aber ich glaube, ich habe Endometriose und ich würde gerne in ein Endometriosezentrum. Und sie hat wirklich nur gelacht und hat gemeint, nee, Sie kriegen von mir keine Überweisung, weil Sie haben keine Endometriose, das kann ich Ihnen sagen. Und ich habe dann irgendwann bin ich dann nochmal hin und habe dann drauf bestanden und dann hat sie mit ihrer Assistentin irgendwie haben sie sich angeguckt und haben die Augen verdreht und haben gemeint, ja, wenn sie so drauf bestehen, hier kriegen sie die Überweisung ins Endozentrum, aber sie werden ja sehen, sie haben keine Endometriose. Mhm. Und leider war das halt so die Anfangszeit von Corona und die Ärztin im Endometriosezentrum war irgendwie super gestresst. Die hat nicht mal bei mir Ultraschall gemacht. Also die hat nur quasi Okay. gefragt, was meine Probleme sind und so und hat dann gemeint, ja, ich kann mir überlegen, ob ich eine Bauchspiegelung machen will. Ähm, und dann, weil man das quasi nur durch eine Bauchspiegelung rausfinden kann, ob ich Endometriose habe oder nicht. Aber manche Sachen sprechen dafür, manche Sachen aber auch nicht. Also zum Beispiel, weil ich halt keine Schmerzen beim Geschlechtsverkehr habe. Das wäre untypisch für Endometriose. Und ja, hat dann gemeint, ich soll mir das mit der OP überlegen und meinte dann, ah, wie alt sind sie? Irgendwie 30 oder 29 oder so, ich weiß gar nicht mehr, wie lang, wann das war. Und dann hat sie gemeint, ja, aber wenn sie einen Kinderwunsch haben, dann sollten sie jetzt versuchen, ein Kind zu kriegen, weil falls sie dann doch Endometriose haben, kann es ja dann hinterher schwer werden. Und ich weiß noch, ich bin damals aus diesem Endometriosezentrum raus und ich saß im Auto, ich habe meine Mutter angerufen, ich habe nur geweint, ich war völlig fertig. Ähm, ja, weil ich da in dem Moment auch Single war, keinen Partner hatte. Und dann kriege ich noch gesagt, ja, kriegen Sie mal jetzt ein Kind, weil kann sein, dass Sie dann nie eins bekommen können. Und das war schon ein Schlag ins Gesicht und ja, sehr unsensibel. Ja, das ist so die typische Geschichte, die Patientinnen dann abliefern, wenn sie auch zu mir kommen. Ähm, Ich nenne das Medical Gaslighting, dass man einfach die Patienten nicht beachtet Ja, und jetzt hat es einen ignoriert. Namen, aber früher hat es keinen Namen gehabt. Aber Ja, ja, früher hat es macht keinen Sinn. Namen gehabt. Das ist dann oft die Unkenntnis gewesen oder Mangel an Erfahrung. Und da, ich hatte damals schon, Ja, man kann ja das, trotzdem empathisch sein. ja, aber das, Also, na gut, das ist halt ein individuelles Problem. Aber im Großen und Ganzen sollte man natürlich empathisch sein. Aber das, die Fragestellung der Anteilnahme und die Fragestellung der Krankengeschichtenerhebung, das hat sich erst jetzt in den letzten Monaten geändert. Jetzt, wenn man guckt, die Endometriose-Gesellschaft, da gibt es jetzt
lange Fragebögen, die man schon im Vorab beantworten muss. Das hat es gar nicht gegeben. Ich habe diese Fragebögen, glaube ich, schon seit 7 Jahren. Neun Fragebögen und die sind jetzt wieder in der Überarbeitung und die ganz neuen zusammen mit der Uni Amsterdam sind noch länger. Man muss halt schon sehr viel fragen und nachhaken, um gute Informationen zu kommen und auch weiter differenzieren zu können, wo das Problem liegt. Ne? Ja, ich meine, ich bin jetzt 37, das heißt, es ist auf jeden Fall 7, 8 Jahre her. Und da hat sich echt doch was getan und da bin ich auch wirklich froh. Endometriose ist ja wirklich durch die Patienten selbst so in der Öffentlichkeit verbreitet worden, dass irgendwann das Gesundheitssystem und die ÄrztInnen auch gar nicht mehr weggucken konnten. Ja. Da habe ich dann direkt die Überleitung zu den Gefäßkompressionssyndromen, die du Mhm. ja bei mir diagnostiziert hast, beziehungsweise ich ja deine erste Patientin war, wo du das überhaupt festgestellt hast. Mhm. Ähm, Ja, Ganz stimmt. kurz, wir Also, haben ja, eigentlich hatte ich eine Neurolyse bei dir geplant gehabt, die dann aber ins Wasser gefallen ist, weil du dann aus Dernbach weggegangen bist. Und dann hat es ja eine Weile gedauert, bis du dich dann für Neubrandenburg entschieden hast, dass du dort quasi an die Klinik gehst. Und ich bin ja dann, als dann Corona die Sperre, äh, wann waren das? ja, das war 21 bis 23. Man durfte ja gar nicht nach Mecklenburg-Vorpommern Ja, reinfahren. stimmt. Da 22. war ja die Mhm. Grenze quasi, also da wurde ja kontrolliert, wer kommt jetzt irgendwie aus einem anderen Bundesland. Also ich hatte ja gar keine Möglichkeit, sozusagen hoch nach Neubrandenburg zu kommen. Und ja, aber als das dann ging, bin ich dann die 8 Stunden mit dem Zug, beziehungsweise es waren, glaube ich, 9 Stunden oder so, genau nach Neubrandenburg hochgekommen, um Mhm. nochmal mit dir einen Termin auszumachen. Und da hat ja dann auch so ein bisschen unsere Geschichte angefangen. Wir sind ja dann auch privat zusammengekommen. Und Mhm. du hast ja da noch gemeint, du operierst mich, du machst die Neurolyse, aber hast nochmal wirklich alle MRTs, also so wie ich dich ja auch kenne und du dich auch immer auf die OPs vorbereitest, nochmal alle MRTs auch von mir anschauen wollen. Vielleicht magst du kurz so aus Ärztesicht erklären, was da jetzt die Planung war, worauf du achten wolltest und was dich dann dazu bewegt hat, ähm, ja, die Frage irgendwie zu haben, ähm, ist da vielleicht doch noch irgendwie Mhm. eine andere Ursache? Ja, ich weiß, ich habe mich da vorbereitet. Das sind so ein paar Punkte gewesen, die haben nicht ganz gepasst zu Endo an den Nerven. Die haben mich ein bisschen stutzig gemacht. Zum einen bei der Krankengeschichte, dass dann rauskam bei näheren Nachfragen, dass du auch Blasenentzündungen, auch Blasenprobleme schon lang vor der Pubertät als kleines Mädchen gehabt hast. Das passt ja nicht zu Endo. Denn Endometriose ist etwas, was in der Regel mit der Pubertät auftritt und nicht so wesentlich lang vorher. Das ist Wobei der es erste. gibt ja vereinzelt Endometriose bei Männern und auch bei Säuglingen wurde das ja scheinbar schon mal Ja, das sind nachgewiesen. aber wirklich Ausnahmefälle, Extremfälle, okay. Mhm. extrem selten, also das ist wirklich Rarität. Und ähm, dann fiel mir auch auf beim MRT, man muss sich ja das durchgucken, also richtig tief infiltrierende Endometriose oder überhaupt Endometriose konnte ich da nicht finden. Das war eigentlich, wenn man sich die Bilder angeschaut hat, relativ unwahrscheinlich. Und gerade Endo an den Beckennerven, das sind ja, wenn dann überhaupt etwas größere Herde, da war nichts zu sehen in der Tiefe und die Aufnahmen, die waren eigentlich ganz gut. Ähm, Also so Das Einzige, was man, Endometrioseherde an den Nerven, die hm, würde man auch in einem MRT sehen können. größere, ja. Also zumindest solche, die so massiv Beschwerden machen, die sollte man sehen können, ja. War aber nicht sichtbar und zumindest bei guten Aufnahmen sollte man das sehen können. Es ist ja auch oft so, dass die Aufnahmen nicht ausreichend sind, die da mitgemacht werden. Da kommt es auch auf die Auflösung der Aufnahmen ran, auf die Schichtdicke. Wenn ich eine Schichtdicke habe, wo alle 7 Millimeter oder 5 Millimeter eine Aufnahme gemacht wird,
Da kann ein Herd, der gerade unter 5 Millimeter ist, natürlich durchrutschen. Ist dann zu Ja, wenig, ja. das ist dann zu wenig. Also am besten sind 2, 3 Millimeter Schichtdicke. Naja, da war eigentlich nicht viel zu sehen, was mich jetzt da beunruhigt hätte. Das Einzige, was dann aufgefallen ist, zum ersten war, dass da ein massives Hohlkreuz besteht und eine Skoliose. Naja, dann, Aber das ist ja nur ist, eine ganz leichte Skoliose und jeder Orthopäde, bei dem ich war, hat immer gesagt, so eine leichte Skoliose, das macht keine Probleme, weil ich habe natürlich auch alles orthopädische, neurologische, ich habe ja vorher alles naja, wirklich abgeklärt und die haben alle gemeint, so eine leichte linkskonvexe Skoliose, das hat mittlerweile fast jeder, das macht keine Probleme. na gut, also erstmal hat es nicht fast jeder, das ist nicht ganz richtig, aber aus rein orthopädischer Sicht ist das ja nichts Schlimmes. Ja. Ja, das ist ein bisschen verbogen, die Wirbelsäule, ein Hohlkreuz hat sie auch noch. Das ist erstmal nicht das Problem. Aber irgendwie fiel es mir halt auf. Und man konnte auch beim genauen Hingucken auch sehen, dass da einzelne Venen auch etwas gestaut waren. Also das war schon sichtbar und dann kam ein Gedanke auf, der etwas abwegig war, aber der ging darauf hinaus, muss das unbedingt Endo sein, was die Schmerzen macht. Und dann habe ich ja auch angefangen nachzufragen, um nochmal nachzufragen, um zu Ja. lesen Also du und hast nochmal ja wirklich mich nachzufragen. von morgens bis abends in jeglicher Situation gefragt, wo tut's weh, was tut weh, wie tut's weh. Also Ja, das weiß ich noch, das war teilweise anstrengend. ja, ja. Das war halt schon sehr anstrengend, weil ich wissen wollte, wann kommen die Schmerzen, wie sind die, wo sind die, wie lange dauern die und Aber es wie, wirkte was. halt so willkürlich. Also für mich war Ja, gar nicht irgendwie, ich hätte mir nie vorstellen können, dass das überhaupt alles zusammenhängt, weil es haben mir ja an verschiedensten Körperstellen hatte ich Schmerzen. Die Schmerzen waren auch unterschiedlich, von dumpf bis stechend bis brennend. mhm, Ich hätte das, ne, und alles habe ich ja quasi, alles wurde immer einzeln betrachtet und nie war jemand da, der natürlich, ich war mhm, auch bei Akupunktur, TCM, Heilpraktiker, Osteopathen, ähm, alle möglichen, die da schon eher ganzheitlicher gucken, als ein Arzt, der jetzt auf seinem Fachgebiet guckt. Sorry, nicht Arzt mhm, und Ärztin. mhm. Ja, Ja, ja. Ja, das ist schon richtig. Auch für mich war das ja Neuland, weil ich wusste ja auch gar nicht, wonach ich fragen sollte. Das heißt, ich habe erstmal alles ja, abgefragt, was mir eingefallen ist. ja. Aber wenn man so täglich nachfragt und immer wieder nachhakt, dann ergibt sich ja schon ein bestimmtes Muster. Und das ließ schon darauf schließen, dass es nicht die Endometriose sein kann, die ich vermutet hatte ursprünglich. Und Es auch muss nicht die aber Adenomiose, ne? auch Also nicht die bei Adenomiose. Adenomiose war ja gesichert bei mir durch die Ja, Musa-Kriterien. die Adenomiose war gesichert. Die Endo konnte ich eigentlich nicht feststellen. Und da kam eigentlich nur der Gedanke, es muss was anderes sein. Aber was macht diese Beschwerden? Die Adenomiose kann diese Beschwerden nicht machen, weil die ist zu weit weg vom Ischiasnerv und den anderen Nerven. Also das war mir nicht erklärlich. Ähm, und ich habe dann auch relativ viel gelesen und nachgearbeitet und alles Mögliche ähm, bedacht, was da überhaupt im Becken ist. Und eigentlich, ich habe auch mit Freunden telefoniert, mit den sehr guten Leuten, was weiß ich, mit Nucídio Lemos hatte ich Kontakt in Brasilien, beziehungsweise in Toronto, wo er auch phasenweise oder wo er hauptsächlich arbeitet. Ähm, aber auch er war sich da nicht ganz sicher, was es sein könnte und kam auch mit allen möglichen Ideen, aber alles war nur um die Endo geknüpft. Also ich habe da keine großen Hoffnungen gehabt, da noch irgendwie eine Lösung zu finden. Also musste ich selber versuchen, drauf zu kommen. Es gab ja auch nicht sehr viele Leute, die sich damit beschäftigt haben. Zumindest aus meiner Hinsicht war da nicht viel. Und irgendwann, ich weiß es nicht, habe ich mal einen Artikel gelesen über, ich weiß nicht, ob es Nutcracker war oder May Turner. Ich meine, es wäre Nutcracker gewesen. Vor allen Dingen, weil du immer diese Schmerzen links hattest in der Flanke.
Und irgendwann fiel dann der Groschen, das könnte ja auch das sein. Und dann nachgearbeitet, nachgelesen. Und das ist ja etwas, was einem Gynäkologen ja kaum geläufig ist. Ich hatte zwar davon gehört von Nutcracker bei meinem Aufenthalt in Toronto und in Sao Paulo bei Lemos, aber das hat keine große Rolle gespielt, auch für ihn nicht. Aber dass das nun tatsächlich etwas ist, was da bei dir sein konnte, das dämmerte mir immer mehr. Je länger ich nachgefragt hatte und kontrolliert hatte, umso mehr passten die Symptome zusammen. Und naja, Nutcracker ist das eine, dann gab es ja noch, da kommt ja eins zum anderen. Dann stellt man fest, dass es andere Kompressionssyndrome gibt. Also nicht nur Nutcracker, auch May Turner. Und dann kommt Ich man von dachte, einem zum war es anderen. nicht so, dass du erst Krampfadern bei mir im Becken Genau. gesehen hattest? Das waren dann noch beim Ultraschall, Krampfadern im Becken, die man dann noch gesehen hatte. Das konnte man ja noch ausmessen, dass da zum Beispiel die Venen deutlich mehr gestaut waren als das, was man als normal empfindet in der Literatur. Weil Da ich gibt's, dachte immer, dass du dass du die Krampfadern gesehen hast und dich gefragt hast, hä, warum sind da eigentlich Krampfadern? ja, ja, das war ja das, was ich eingangs auch gesagt hatte. Im MRT hat man den Ja. Ansatz von Krampfadern gesehen, im Ultraschall auch, Ach so, aber und das dann hat, hast du nachrecherchiert und das mit dem naja, Nussknacker-Syndrom ja, ja, und festgestellt. Ja. das war ja etwas, wo überhaupt kein Gynäkologe auch irgendwo einen Bezug dazu hat. Man sieht da Krampfadern im Becken und nimmt man zur Kenntnis, ist zwar da, aber man sieht das als normal an. Und beispielhaft, ich hatte noch am Freitag ein Gespräch mit dem medizinischen Dienst einer Krankenkasse, da ging es auch um Pelvic Congestion und also diese Krampfadern im Becken. Auch denen war dieser Zusammenhang mit Neuropathien völlig unklar. Also bis heute. Da musste ich der Krankenkasse, da durfte ich denen erstmal erzählen, die Zusammenhänge. Die Also waren du völlig meinst jetzt, erstaunt. ähm, für alle, die jetzt gerade vielleicht nicht mitkommen, Mhm. ähm, dass das Pelvic Congestion Syndrom im Prinzip die Krampfadern im kleinen Becken, die ja auch so um die Gebärmutter rum dann sitzen, ne? Dass dadurch eine Neuropathie entstehen kann, also Genau, Nervenschmerzen, ne? genau. Das war ja Nicht, dann die nicht durch Konsequenz. Endometrioseherde auf den Nerven, sondern quasi Krampfadern, die auf die Nerven drücken. Genau, also das, was ich bei dir gefunden hatte, waren Krampfadern. Dann die Frage, woher kommen diese Krampfadern bei einer jungen Frau, die keine Kinder bekommen hat, an den Beinen keine Krampfadern. Das muss ja einen Grund haben. Und zum Beispiel an den Beinen Krampfadern kommen dadurch, dass Venenklappen entzündet sind und nicht mehr funktionieren. Deswegen läuft das Blut nicht mehr zurück. Aber das Problem existiert ja nicht mit den kaputten Venenklappen im Becken. Und die kommen, weil ein Abflusshindernis da ist. Also das Blut wird nicht mehr richtig zurücktransportiert. Und Also wie beim Nussknacker-Syndrom, dass die genau, Nierenvene abgedrückt ist. dass die Nierenvene abgedrückt ist und das Blut über die linke Eierstockvene nicht mehr zurück in die Nierenvene läuft, weil es abgeklemmt ist, oder die Hauptbeckenvene links, dass sie abgeklemmt ist. Bei Und Turner. deswegen May Turner und deswegen läuft das Blut nicht mehr richtig zurück und sammelt sich im Becken an. Und je mehr man darüber gelesen hat, umso mehr passte das halt bei dir. Und das war dann irgendwann fiel der Groschen. Ich glaube, da habe ich schon ein paar Monate gebraucht, um das alles zusammenzubringen. Das sind ja alles so einzelne Puzzlesteine. Jeder sieht für sich sein Problem. Der Orthopäde sieht das Hohlkreuz und die Skoliose, denkt sich nichts dabei. Der Urologe sieht dann die Blasenschmerzen und das ist dann halt eine Reizblase. Ähm, Der Magen-Darm-Spezialist sieht die Darmentleerungsstörungen, das ist dann halt die schlechte Ja, ach Gott, Ernährung mit Reizdarm. Spiegelung hatte ich ja auch. Also Ja, wirklich Reizdarm alles. heißt das dann, wenn man es nicht weiß, was es sein soll. Ja. Und so setzt sich das Bandscheiben, überall fort. Ja, ja. Bandscheibenvorfall, Neuroborreliose. Ich war ja eine Multiple Woche, Sklerose. ja, also alles Mögliche. Und ich weiß nicht, ich war ja auch beim Urologen irgendwie Dauergast. Und ich habe, also bis heute verstehe ich irgendwie nicht, dass ein Neurologe scheinbar zwar nach den Nieren guckt, aber nicht nach der Nierenvene. Also das ist ganz komisch. Ich habe auch relativ viele Patientinnen, die kommen auch nach urologischer Abklärung
Ja, weil sie Blut im Urin haben, immer wieder, der nicht erklärbar ist und sonst keine Auffälligkeiten, die sind durchgecheckt und der Urologe sagt, es ist alles okay. Aber dass die Nutcracker-Syndrom haben, das heißt, die linke Nierenvene ist Mhm. abgeklemmt und aufgrund des Rückstaus haben die Blut im Urin, so Ja. weit kommen die Gedanken da gar Also nicht, nach ne? einer Nierenvene hat, ich weiß nicht, bei wie vielen Ärzten ich war, 20, 30, keine Ahnung, wie viele Ärzte ich in all den Jahren irgendwie besucht habe. Ich wurde ja dann wirklich als Ärztehopperin auch bezeichnet von einem Arzt, der gesagt hat, also das ist alles psychisch bei mir und ich will nur Aufmerksamkeit und so. Also da bin ich echt sprachlos gewesen. Zudem bin ich auch nie wieder hin. Ähm, aber dass einfach nie jemand nach der Nierenvene geguckt hat. Ja, das ist ganz typisch, auch bei Urologen, die sehen halt nur die Nierenfunktion und gucken nicht so nach der Durchblutung, ist ja noch nicht deren Baustelle, genau genommen. Und die können sich jetzt nicht erklären, sagen, okay, sonst ist alles in Ordnung, Nieren funktionieren, tun sie auch, aber dann ist das halt so. Dann haben sie wahrscheinlich immer interstitielle Zystitis oder Reizblase oder immer wieder Infektionen, die wirklich keine sind, nur um aus der Schlinge rauszukommen. Und dann werden die Patienten wieder weggeschickt oder abgestempelt. Das findet sich leider immer wieder, auch heute. Und viele denken auch, dass diese Gefäßkompressionssyndrome selten sind, sind sie aber nicht. Nee, Sind das haben wir viel ja häufiger als festgestellt. gedacht. Also wir sind ja, genau, also als du mir dann erzählt hast, dass du glaubst, dass ich das habe, wie war denn das nochmal? Weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe dann selber auch im Internet dann alles Mhm. nachgelesen, ne? Und dann habe ich zu dir gesagt, hey, da gibt es in Leipzig einen Arzt. Der, Genau, der beschäftigt sich irgendwie auch damit. Das war der Dr. Schollbach in Leipzig, genau. eigentlich Kinderarzt, aber hat auch Diagnostik gemacht für ähm, genau das Nussknacker-Syndrom. Und da habe ich ja dann gesagt, komm, lass uns doch vielleicht mal Kontakt zu ihm aufnehmen und schauen, ob der auch das Gleiche sagt. Ne? Mhm. Naja, genau, wir sind dann auch auf Schollbach gestoßen und das war vielleicht auch ganz gut so. Ähm, und Und dann wir waren hatten wir ja dann leider, noch, wir haben alles nur Verdachtsdiagnosen gehabt. Wir haben ja, auch dann ja ein MRT bei uns im Haus machen lassen stimmt. Und da kam mit. doch aber noch raus, dass bei mir eine Faszie fehlt. Ja, das ist auch so ganz typisch. Du hast auch, wie viele andere Patientinnen auch, eine Faszie in der tiefen Beckenmuskulatur fehlt. Das ist so ein Zeichen, aber es kommt ja dann auch darauf an, wie man sich die Gefäße anguckt. Der Radiologe meinte, das wäre ja alles im Großen in Ordnung. Ja, das weiß Im ich noch. Liegen, im Liegen sieht man auch gar Ja, nichts. Das ist klar, da ist auch der Blutrückfluss noch ganz gut bei den allermeisten. ja. Und wenn man aber dann später die Aufnahmen sich genauer anguckt, dann sieht man auch, und da kommen wir wieder zurück zum Hohlkreuz und der Skoliose. Durch das Hohlkreuz und die Skoliose werden die wichtigen Venen, das heißt die linke Nierenvene und die linke Beckenvene, die werden dann von dem Hohlkreuz und der Skoliose richtig nach vorne geschoben und gedrückt, sodass dann die Arterien, die da drüber verlaufen, diese Venen viel schneller und viel besser abdrücken können, als hätte man gar kein Hohlkreuz. Das ist ja Das ist auch ja so ein quasi Punkt. der Abstand. Also der Radiologe, bei dem ich war, wo ich das MRT gemacht hatte, der hatte ja dann zu mir gesagt, ja, also man sieht die Adenomiose, aber sonst ist alles in Ordnung. Und ich war so gefrustet und bin dann so zu dir gegangen und habe dir das dann gegeben und habe gemeint, der hat gemeint, es ist alles in Ordnung bei mir. Und dann hast du gesagt, ja, warten wir mal, du willst es erstmal selber angucken. Dann hast du gemeint, ja, da Mhm. ist, ich weiß noch genau, was du gesagt hast, ja, da ist überhaupt nichts in Ordnung. Und Mhm. mir dann auch gezeigt hast, dass wirklich zwischen Wirbel und Bauchdecke bei mir irgendwie, wie viel, 3 Millimeter, 13 Millimeter nur noch sind. 13 Millimeter Platz waren. Und wenn man sich überlegt, was da zwischen eigentlich, was muss da? Da muss eigentlich Arterie und Vene
ja, und natürlich Darm, Arterie, Vene, also normal sind 4, 5 Zentimeter Platz. Aber wenn nur Und so 13 eine Arterie Millimeter ist doch sind, auch schon wie so ein Daumen, oder nicht? ja, ja, das Ne? ist Und nix, ne? also bei 1,3 Zentimeter ist klar, dass bei so wenig Platz das natürlich gequetscht ist. Ne? Das Also, kann ja gar nicht funktionieren, ne? Und dann war natürlich die Frage, wie kriegen wir da mehr raus, ne? Und dann hast du Schollbach gefunden, ich habe dann auch nachgelesen und dann haben wir auch uns bemüht, bei Schollbach mal einen Termin zu kriegen. Und da bin ich auch mit bisschen Magengrimme mit dir dahin, weil ich nicht wusste, er guckte mich da mit großen Augen an und sagt, Sie haben sie nicht mehr alle? Oder was kommt da sonst noch raus, ne? ja, und der hat sich Naja, so gefreut, dass wir gekommen sind und dass da endlich ein Kollege ist, der ja, sich dafür interessiert, das weiß ich noch auch. ja, Professor Schollbach war da sehr, sehr froh, dass da mal ein ärztlicher Kollege mit Interesse Ja. gekommen ist, denn meistens sind das Patientinnen aus dem Ausland gekommen, die geschickt worden sind oder einige, die in Eigenrecherche zu ihm gekommen sind, ohne irgendwelche ärztliche Überweisungen oder sonst etwas. Naja, und dann nach der ersten Freude war das ziemlich spannend. Das war ja auch eine umfangreiche und lange Untersuchung. Weiß ich, wie lange waren wir da? Eine Stunde bestimmt. Und ich glaube, wir waren 2 Stunden da. Ja, und also der hat auch schon eine sehr, sehr gute Untersuchung abgeliefert. Und genau genommen die Bestätigung, beziehungsweise viel darüber hinaus noch, Ja. kam mir dann auch von ihm. Er sagte, naja, massives Nutcracker-Syndrom, May-Turner-Syndrom, ganz schlimm, also Dann mit den war Ausprägungen, alles Mögliche, Denknieren. genau, also alles Mögliche, Ja. was wir nur so geahnt haben, was es sein könnte, wurde dann voll bestätigt, ne? Und das Ja. passte dann rein. Und dann von dem Moment an war klar, wo das Problem liegt. Und dass die Beschwerden, die du hattest, dass die nicht von der Endometriose kommen, sondern dass die gestauten Beckenvenen auf deine Nerven drücken. Darüber hinaus sammelt sich halt das Blut noch an im Bein- und Beckenbereich, ein venöses Pooling, was mir auch oder was uns auch Schollbach dann erklärt hatte. Und so ging es dann halt weiter, dass halt die Ursache endlich gefunden war. Und ganz interessant war, kurz darauf rief mich eine Patientin aus Indien an, ähm, wo ich dachte zuerst, das ist ja ganz selten, was wir da mit dir haben, rief mich aus Indien an mit genau denselben Problemen wie du. Dann habe ich mir gesagt, guck mal, du hast eine Schwester in Indien, die hat genau dieselben Probleme, die hat wahrscheinlich dasselbe. Und so fing ich dann immer mehr drauf zu achten. Ja, also ich merke, dass es für mich immer noch total krass emotional ist. Ich habe auch die ganze Zeit irgendwie voll den heißen Kopf. So rote Bäckchen habe ich normalerweise nicht. Aber es ist so, ich habe schon lange mich nicht mehr daran zurückerinnert, Ja, ähm, geht mir genauso. weil das wirklich sehr emotional war und ich merke, es ist immer noch emotional. Also mir kommen jetzt auch gerade irgendwie die Tränen, ähm, dass ich da endlich wusste, was mit mir nicht stimmt. Weil ich habe ja wirklich mir selber gar nicht mehr glauben können. Also ich habe ja wirklich gedacht gehabt, ähm, ich bilde mir das vielleicht wirklich alles nur ein. Ich habe Ja, vielleicht ja. wirklich irgendwie, ja, weiß ich nicht. Und dass du dich dann da so eingesetzt hast und dich so reingehangen hast und vieles habe ich ja dann auch gar nicht mitgekriegt, was du so im Hintergrund irgendwie dann gelesen hast und so. Und ja, also es ist halt einfach Naja, die, nicht die, die Heraus gewesen und wären wir nicht zusammengekommen, ne? Und hätten wäre den es wahrscheinlich Alltag nie irgendwie aufgetaucht. auch geteilt. Also ich hätte halt ohne dich nie diese Diagnose bekommen Ja, und du wärst auch vielleicht erst nicht Jahre später draufgekommen. vielleicht überhaupt Ja, ja. darauf gekommen, dass da vielleicht noch was anderes ist. Und deswegen fand ich auch, also ich fand auch die Begegnung mit Schollbach so toll, weil du ihm quasi erklären konntest, hey, das hat gynäkologisch nochmal weitreichendere Folgen, weil das eben auf die Beckennerven drückt und, ne, und da dann Neuropathien auslöst. Und er konnte aber halt erklären, hey, da ist aber auch noch Dunbar und Ja, ja. die Nieren Das, senken sich ab und da ist irgendeine Art von Bindegewebsschwäche.
Also da habt ihr euch ja auch Genau. toll irgendwie ergänzen können und ja, irgendwie war das auch alles mega viel für mich, das irgendwie zu begreifen. Ich glaube, ich habe es am Anfang auch gar nicht so richtig gecheckt, was das überhaupt bedeutet und was das ist genau. Und ähm, Ja, den Begriff oder die Zusammenhänge von pelvinen Neuropathien und dem Gefäßkompressionssyndrom, den gab es ja gar nicht. Da hat ja nie jemand drauf geachtet. In der Literatur findet man nichts. Die Gefäßspezialisten sehen zwar, dass da ein Stau ist und Krampfadern, aber dass das mit Neuropathien zu tun hat, da stand nirgendwo was drin. ja, und vor allem Auch, mit Endometriose und Adenomiose. ja, ja, genau. Und Und auch selbst Possover, Professor Possover, da war der Zusammenhang auch nicht so ganz präsent zwischen den pelvinen Neuropathien und den Gefäßkompressionssyndromen. Das kam alles erst später. Und ja, das war so eine spannende Zeit. ja, ich kann mich daran erinnern, dass du irgendwann nach Hause gekommen bist und gesagt hast, Äh, da ist eine Patientin gewesen, die hat exakt das gleiche wie du. Das war gar nicht die aus Indien, da erinnere ich mich ehrlich gesagt gar nicht dran, aber ich Genau. vergesse auch Sachen. Aber das war die Isabel, mit der ich ja mittlerweile wirklich Mhm. sehr gut befreundet bin. Und ich das gar nicht glauben konnte, dass du wirklich eine Patientin hast, die das Gleiche haben sollte, weil das sind ja so viele komische, wirre Sachen, dass auch nur ein Mensch auf der Welt das hat, hätte ich gar nicht glauben können. Und du hast ja dann noch den Kontakt vermittelt und ich weiß noch, ich war da auf einem Geburtstag bei einer Freundin und dann hat die Isabel mir die erste Nachricht geschrieben, die ich dann dort abgehört habe. Ich glaube, sie hat was draufgesprochen oder ich weiß es nicht mehr. Und das ist ja jetzt auch schon einige Jahre her. Ich weiß gar nicht, wann, wann hatten wir das jetzt festgestellt, dass ich das habe? 21, es war schon 2021. 2021 sind wir auf die Gefäßkompressionssyndrome gestoßen. Und das Krasse kommt ja jetzt eigentlich erst. Was ist seit 2021, wo du das bei mir festgestellt hast und wir die Bestätigung noch von Scheubach bekommen haben? Das heißt, zwei Ärzte haben das Gleiche bei mir gesehen. Das ist für mich dann immer halt auch wichtig, dass ich, ne, weil ein Arzt wird oft auch nicht geglaubt, da sagt der Hausarzt, hä, Mhm. was ist denn das für ein Schwachsinn, ne? Sowas gibt es überhaupt nicht. Aber wenn du zwei Ärzte hast und beide sagen das Gleiche unabhängig voneinander, dann hat es ja schon Eine eine andere andere Bedeutung, Wertigkeit. also zumindest für mich. Ähm, und jetzt kommen wir quasi dazu, was erlebst du bei dir im Krankenhaus seitdem? Naja, es kommen ja immer noch die Patienten hauptsächlich wegen Endometriose da, werden sie überwiesen. Muss aber feststellen, dass die zwar Endometriose haben oder gehabt haben, aber die Endo gar nicht die Ursache der Beschwerden ist, sondern dass die Gefäßkompressionssyndrome haben. Das ist im relativ hohen Prozentsatz der Fall. Und die sind alle, wären wahrscheinlich auch bei mir vor Jahren, wären mit Endometriose wieder nach Hause gegangen. Aber mittlerweile muss ich sagen, ja, die haben vielleicht auch Endo oder Endo gehabt, aber das Hauptproblem sind Gefäßkompressionssyndrome. Also das Und sind das oft, hat, wie man es halt so liest, also gerade in Selbsthilfe, ich bin ja viel in Selbsthilfegruppen unterwegs mhm, gewesen. Und man liest ja immer, dass teilweise Frauen wirklich 5, 6, 7, 8 Mal wegen Endometriose operiert wurden. Ne? Und immer wieder liest man auch, es wurde nicht besser oder es war ein halbes Jahr besser, dann kam es wieder, man hat dann aber gar keine Herde mehr gefunden in der OP. Oder es waren dann irgendwie Verwachsungen da und die Verwachsungen haben dann eher die Probleme gemacht. Ne? Und es ist ja schon so, dass bei dir meistens die Patientinnen kommen, die wirklich einfach schon auch eine Odyssee hinter sich haben, ja, mehrfach operiert sind und du dann quasi auch so eine Art Endstation bist. Ne? ja, das ist dann oft so. Die sind dann wirklich schon an vielen Stellen gewesen, viele Zentren haben sie besucht und dann bin ich für viele auch die letzte Station in Anführungsstrichen. Ähm, und naja, dann stellt sich raus, dass die zwar viele Operationen gehabt haben,
aber alles hat nicht viel geholfen auf Dauer und das Hauptproblem ist aber nicht die Endometriose gewesen und die haben Gefäßkompressionssyndrome, die bisher keiner so beachtet hatte. Ja. Ja, wäre auch, Das ne, ist wenn eben, niemand davon weiß, weil es als extrem selten gilt. Also das habe ich ja auch erlebt. Kein Arzt hat irgendwas mit dem Begriff Nussknacker-Syndrom, nee, May-Turner-Syndrom, Dunbar-Syndrom. Ne? Also die haben dann gedacht, was ist denn das für ein Alien da ja, vor mir, da kriegt so man auch von einem ganz anderen böse Planeten. Anrufe. Da kriegt man auch ganz böse Anrufe manchmal. Was ist denn das für ein Blödsinn, den sie da aufschreiben? Das kenne ich ja, habe ich noch nie gehört. Da musste ich erst mal googeln und so ein Blödsinn, das kommt mir ganz selten vor. Und dann kann man gar nicht mehr weiterreden. Das ist dann wirklich hoffnungslos. Das sind viele draußen in der Praxis oder auch manchmal in den Kliniken völlig überfordert mit diesen Diagnosen, weil sie in den Köpfen nicht präsent sind. Und das, was die Endo heute darstellt, das wird höchstwahrscheinlich mit den Gefäßkompressionen in ein paar Jahren so sein. Es gibt so viele Patientinnen. Ich habe mittlerweile ja ein bisschen über 500 mit dieser Problematik. Also mit Und das sind dann noch Gefäßkompressionssyndrom. ja, Gefäßkompressionen und das sind noch viel, viel mehr. Die Dunkelziffer ist extrem hoch. Was würdest du sagen, wie viel Prozent haben bei dir oder die zu dir kommen, haben wirklich nur Endometriose und wie viele haben Gefäßkompressionssyndrome? Also nur Endometriose. Ja, das sind nicht ganz so viele. Das sind dann meistens mit Endometriose, Darm, infiltrieren oder sonst was, die richtig was haben. Das sind vielleicht 10 bis 5%. Und der Rest hat Gefäßkompressionssyndrome. Deswegen Also jede 90 Woche, bis 95% deiner ja, Patientinnen haben, also stellst du fest, dass die Gefäßkompressionssyndrome ja, haben. ja, so ungefähr. Das ist ja eine Wahnsinnszahl. Naja gut, das sind ja auch alles Patientinnen, die nicht zum ersten Mal zum Gynäkologen gehen, sondern das sind alles Patienten, die eine lange Odyssee hinter sich haben. Also das ist schon ein ganz spezielles Ja, aber Patientenklientel, das die ist ja da zu mir verrückt, kommen. dass die alle eigentlich Gefäßkompressionssyndrome Ja, haben. Ne? Und also ja, das hat mich auch so überrascht. Und deswegen ist es ja auch so, dass zum Beispiel auch die Uni Amsterdam ähm, jetzt auch seit 2 Jahren mit dabei ist, das weiter zu erforschen und weiter zu bearbeiten, das Thema. Da läuft jetzt eine langjährige Forschungsarbeit in Amsterdam über Pudendusneuropathien und Pelvic Congestion Syndrom. Das ist total interessant und das ist auch die erste Arbeit, die diese Zusammenhänge versucht aufzudecken oder zu festzulegen, gut, aber weil da da ist hat ja, da ist ja der Schwerpunkt auf Pelvic Congestion Syndrom und der Pudendusneuropathie. Ne? Das ist ja so ja, das ja, ja, Hauptthema. Das heißt ja aber ja, ja. Nutcracker, also Nussknacker und May-Turner oder Dunbar und Wilkie, es gibt ja auch noch das Wilkie-Syndrom, sind da ja nicht wirklich dann groß berücksichtigt bei Nee, dieser das sind nicht Studie. groß berücksichtigt, die sind aber anerkannt als die Ursache für die Pelvic Mhm. Congestion. Mhm. Also das ist schon klar, dass die Ursache von Pelvic Congestion sind eigentlich immer Gefäßkompression, das heißt May-Turner und oder Nutcracker, meistens beides zusammen in unterschiedlicher Ausprägung. Also diese Symptomatik ist schon klar. Das weiß jeder, der sich ein bisschen Ja. mehr damit beschäftigt, ne? Ich meine generell, also mein Ziel wäre ja für die Zukunft. Also ich habe ja äh, relativ schnell, wo ich gemerkt habe, dass du irgendwie immer nach Hause kamst und gesagt hast, heute hattest du wieder zwei, heute hattest du wieder drei, heute hattest du wieder eine, wo du es festgestellt hast, habe ich gedacht, okay, Moment mal, ich würde mich gern mit denen austauschen und dann habe ich auf Facebook eine Selbsthilfegruppe gegründet und wir waren ja beide so ein bisschen auch so, okay, was ist das eigentlich alles und so. Und da kommen ja ganz viele Sachen zusammen. Eigentlich bräuchte man da ja so einen Überbegriff. Und wir haben ja damals dann so ein bisschen aus der Not heraus so einen Arbeitstitel genutzt aus unseren beiden Namen, ne, und haben das Putzfrei-Syndrom genannt. Ich glaube, wir wussten da auch noch gar nicht, dass die alle irgendwie einen bestimmten Namen schon als Syndrom haben. Aber wir wussten, es ist irgendwie eine Gesamterscheinung und es ist wirklich so ein Mhm. komplexes Krankheitsbild.
Und unter diesem Namen habe ich dann auch die Selbsthilfegruppe gegründet, wo wirklich immer mehr ja, Patienten reinkamen, Patientinnen, vereinzelt auch Männer tatsächlich, obwohl wirklich die Mehrheit Frauen sind. Und habe dann zu dir auch irgendwann gesagt, ey, wir müssen irgendwie aufklären, wir müssen irgendwie das, ne, du kannst ja irgendwie das gar nicht alles fassen und verstehen und viele haben ja gefragt, ne, wo kann man sowas denn nachlesen oder so und dann habe ich, weil ich halt so ein bisschen aus dem Grafikbereich komme, gesagt, komm, wir machen dir einen Instagram-Account und klären da so ein bisschen darüber auf, weil wer weiß, wie viele Frauen da draußen rumlaufen, ihre Tausende. keine Ahnung, wie vielte Endometriose-OP haben, die eigentlich total unnötig sind, weil das Problem ganz woanders liegt. Und es war mir so ein Anliegen, da was zu machen. Also ich wollte unbedingt was tun. Also natürlich war ich erstmal so ratlos, was gibt es eine Lösung, gibt es eine Heilung. Aber ich wollte auf jeden Fall allen anderen Frauen ersparen, dass die so viele Jahre Zeit investieren müssen, an diese Diagnose zu kommen. Und Ja, das war das halt ist der ganz Grund, warum wichtig. ich da dann ne, mit dir an Social Media gegangen bin und wir auch Fragen beantwortet haben und so, was ja Ja, das, teilweise auch leider von Einzelnen negativ irgendwie aufgenommen wurde, als würden wir da irgendwie Patienten rekrutieren oder sowas. Und da war ich dann erstmal auch geschockt, dass das halt auch so ganz falsch irgendwie rüberkommen kann, wo ich dann auch oft gedacht habe, komm, wir löschen wieder alles oder so, ne? Aber letztendlich gab es so viele, die einfach durch die Selbsthilfegruppe, durch Instagram, durch die Podcast-Folge, die wir damals mit Vanessa und Laura gemacht haben, das mhm. war, wie hieß es nochmal, Endopower? Genau. Da hatten wir ja eine Folge aufgenommen, auch unter dem Titel Putzfrei-Syndrom. Und da sind ja auch ganz viele dann da drauf gekommen, haben gesagt, wow, das, was du da erzählt hast, ich habe mich da genau wieder erkannt. Und die sind dann zu dir gekommen und du hast festgestellt, ja, die haben das Gleiche. Mhm. Ja, also das ist schon richtig so. Also die Anzahl an Patienten steigt und man muss denen wirklich den langen Leidensweg ersparen, um zur Diagnose zu kommen. Das ist ja sehr, sehr schlimm, wenn man auf einem falschen Zug fährt in die falsche Richtung und man wird damit halt nicht ankommen. Das ist natürlich sehr problematisch und da ist es halt besonders wichtig, an die richtige Diagnose zu Ja, kommen. ja Speziell deswegen wenn, also wären wir uns nicht begegnet. Ich weiß nicht, ob ich die Diagnose heute hätte. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und es könnte sein, dass ich irgendwie als nichts gegen psychische Erkrankungen, die gibt's und die muss man ernst nehmen, die muss man behandeln und äh, aber naja, ich ich meine, würde ja total irgendwann, falsch behandelt werden. Ne? Also ich würde ja total und es wird nie besser werden. Es wird ja ja, nie besser werden. Ne? das ist ja das Drama. Ich denke Ja. mir, das ist das Riesenproblem, ähm, dass man dann irgendwann in die Psychosomatik-Schiene geschoben wird oder draufgeschoben wird und keiner einem richtig helfen kann. Nach dem Motto, sie bilden sich das nur ein. Ja, und Und das ist natürlich ganz viel. geht es total auf die Psyche, wenn man Natürlich. nicht ernst genommen wird, wenn es immer heißt, die Blutergebnisse sind gut, die MRT-Befunde, die CT. Also ich habe ja irgendwie so einen Stapel, ich weiß nicht, wie viele CDs ich habe mit Röntgenaufnahmen von Kopf, von allem Mhm. Möglichen. Es hieß immer, Sie sind jung, Sie sind gesund, Sie sehen gut aus, genießen Sie doch einfach Ihr Leben, haben Sie Spaß und gehen Sie einfach mal spazieren oder also Ja, das sind die üblichen Sprüche, machen Sie mal weniger Stress und mehr Sport, bewegen sich mal ein bisschen und ja, ähm, also ändern Sie Ihr privates Umfeld, ändern Sie Ihr Arbeitsumfeld, aber habe das ich ändert alles natürlich gemacht. nichts. Ja, überhaupt nichts Ändert sich gemacht. natürlich nichts, ändert sich ja nichts an den Gefäßkompressionen. Die werden damit ja nicht besser. Ja. Und das ist halt die Herausforderung, die da ist, jetzt da etwas mehr zu sensibilisieren, auch die Ärztinnen und Ärzte draußen, die in der Praxis sitzen oder auch in der Klinik, dass die da mehr Bescheid wissen. Ne? Ja, es müsste jeder Gynäkologe wirklich bei den jungen Mädchen, die ihre Menstruation bekommen, wirklich drauf geachtet werden,
nicht nur auf Endometriose und Adenomiose, sondern zusätzlich Gefäßkompressionssyndrome, gerade wenn ein Hohlkreuz schon vorliegt, wenn eine leichte Skoliose da ist. Das sind ja quasi schon erste Hinweise. Ne? Ja, man sollte so die ersten Hinweise nehmen und dann gilt es natürlich dran, Referenzzentren auszubauen, wie es heute mit Endometriose ist, dass es Endometriosekliniken gibt, Ja, das wäre dass natürlich ein man, Traum. dass man da auch Referenzzentren hat, die sich damit beschäftigen können. Ja, Ne? toll wäre ja schon, wenn einfach Endometriosezentren das auch auf dem Schirm haben. Ja, Ne? die müssen das auf dem Schirm haben. Das wäre ganz wichtig, dass die auch das als ähm, alternative Diagnose sehen können oder müssten. Das wäre schon mal ein großer Fortschritt. Ne? Ja, und deswegen habe ich nicht aufgehört, Social Media zu nutzen, um über diese Erkrankung ja aufzuklären, sondern ich mache weiter, ähm, ja, damit sich was ändert. Das ist wirklich mein Ziel. Ich will nicht selber eigentlich im Mittelpunkt stehen. Notgedrungen ist es dann halt, wenn man damit an die Öffentlichkeit gehen will. Aber ich sehe halt jetzt schon, wie in den letzten Jahren durch die Selbsthilfegruppe, durch Instagram, durch extrem viele, die mich ja auch über Instagram oder Facebook anschreiben Mhm. privat, ne, mit denen ich mich dann viel austausche oder die unsicher sind, die mich dann fragen und die, ja, wo ich dann natürlich auch total nachfühlen kann, wie die sich gerade in der Situation fühlen, weil man erstmal völlig überfordert und ratlos ist und es gibt ja einfach noch nicht die Behandlung, die Heilung dafür. Man denkt nur, Mist, ich habe da jetzt was Chronisches, das ist so komplex, das gilt als extrem selten. Niemand weiß irgendwas davon. Andere Ärzte, also eine Handvoll Ärzte sagen, ja, das gibt's und alle anderen Ärzte sagen, das gibt's nicht. Und trotzdem in den letzten 2 Jahren, 3 Jahren waren immer wieder welche dabei, die sich gemeldet haben, gesagt haben, hey, danke, durch die Podcast-Folge bei Laura und Vanessa bin ich draufgekommen, dadurch habe ich die Diagnose gekriegt. Oder die sind in der Selbsthilfegruppe gewesen oder auf deinem Instagram-Account und haben wirklich vielleicht 1, 2 Jahre gebraucht, um quasi an den Punkt zu kommen, diese Diagnose zu erhalten, dass sie Gefäßkompressionssyndrome haben und nicht so wie ich und andere irgendwie 8 oder 10 Jahre dafür brauchen. Und das ist schon so ein toller Erfolg und das ist so die Motivation, wo ich sage, ja, es bringt was, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, auch wenn es Leute gibt, die irgendwie da vielleicht negativ drüber denken. Aber die Mehrheit, denen jetzt dadurch geholfen wurde, macht das halt alles wieder wett. Ja, das sehe ich genauso. Ich denke, wir stehen aber erst noch am Anfang der Aufklärungsarbeit. Bin aber auch schon mal ganz froh, dass es einige Frauenarztpraxen gibt, die aufmerksam geworden sind und auch mit Fragen kommen und auch Patienten schicken und die da schon ein gewisses Verständnis haben. Also es gibt da schon doch die eine oder andere Kollegin oder Kollege, der oder die dann auch etwas ganzheitlicher denken und auch diese Diagnosen dann ernst nehmen oder die Symptome schon kennen und dann auch gezielt herschicken. Ne? Also das hat sich mittlerweile auch schon so ergeben, aber das Ja. ist leider erst der Anfang. Leider erst Ja, der weil, Anfang. weil es gibt ja nicht den Fachbereich, der dafür zuständig ist. Also weder Nee, es gibt keinen Gefäßchirurgen noch Fachbereich, der Angiologen zuständig ist. noch Urologen noch Gynäkologen. Es betrifft ja quasi so das ganze Körpersystem und es gibt keinen Fachbereich und deswegen fühlt sich niemand zuständig dann auch dafür. Ja, ja, das fängt mit Bindegewebserkrankungen an. Erlebe ich selbst bei Genetikern, so dass dass das Wissen auch etwas veraltet ist über Bindegewebserkrankungen, die damit auch im Zusammenhang stehen. Gut, ich Ähm, denke, viele, die jetzt da, uns zuhören, wissen da vielleicht nicht, dass vermutet wird, dass das eine Ursache auch sein kann, dass da eine Bindegewebsschwäche vorliegt. Ne? Und deswegen haben auch viele dann die Diagnose HEDS, also Ehlers-Danlos-Syndrom, hyperaktives, Hypermobiles. hypermobil, genau. Oh Gott, so langsam bin ich nach der Stunde auch durch. Hypermobiles Ehlers-Danlos-Syndrom, aber das haben auch nicht alle. Also es ist einfach eine komplexe
Systemerkrankung, wo unbedingt geforscht werden muss, wo unbedingt Studien gemacht werden müssen, um die Erkrankung zu verstehen, wo die Ursache herkommt, wie man es am besten behandeln kann. Ja, und ich denke, Ja, das ist einfach ja das, was in Zukunft kommen sollte und hoffentlich auch wirklich kommt, durch den Einsatz von uns Patienten und Patientinnen und den wenigen Ärzten wie dir oder ja, Professor Dr. Scheubach oder ja, noch ein paar anderen. Und jetzt ist jetzt aber auch schon eine Stunde, also ich versuche immer, die Folge nicht länger als eine Stunde gehen zu lassen. mhm. War jetzt wirklich extrem emotional für mich tatsächlich. Und ich denke aber, wir werden sicherlich nochmal spezifisch auf Themen eingehen, wo du ja schon gesagt hast, du bist bereit, auch nochmal speziell ja, auf detailliertere Sachen einzugehen, wo man dann Ja, einfach, gerne. ja, wo die Zeit einfach nicht reicht. Und jetzt ging es ja auch wirklich eher darum, weil das war ja auch eine Frage aus der Community, wie bist du überhaupt als Gynäkologe und Endometriose-Experte draufgekommen, Gefäßkompressionssyndrome zu diagnostizieren und zu erkennen. Und das hat halt perfekt jetzt gepasst, weil es ist im Prinzip auch meine Geschichte, wie bin ich, wie war mein Mhm. Diagnoseweg, den habe ich jetzt hier nicht total ja, ausgerollt, aber das Wichtigste wissen jetzt alle und wie ich zu dieser Diagnose gekommen bin und wie viele mittlerweile ja von der Begegnung, die davon halt profitieren, ja, dass Ja, wir da zusammengekommen sind. Und ich bin dir, ja, ich kann es immer nur wieder sagen, ich bin dir unglaublich dankbar, ja, dass du hingeschaut hast, dass du über den Tellerrand geguckt hast, obwohl du es hättest nicht machen müssen. Und es sind genau die Ärzte, die wirklich das ja auch was bewirken und was weiterbringen. Und ja, danke. ja, weiß gar nicht, was ich noch sagen kann, aber ja, ich freue mich sehr, dass du mit mir heute über unsere Geschichte gesprochen hast. Und Ja, ja, es war schön. ja, gut. Dann verabschieden wir uns auch von allen Mhm. Zuhörern, Zuschauern und bis zum nächsten Mal. Mal schauen, wer dann Gast ist. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, das war's für heute. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Bitte bedenke, dass alle besprochenen Behandlungen und Therapien keine Empfehlung sind, sondern von dir selbst gut durchdacht und recherchiert werden sollten. Es gibt bisher nicht die eine Lösung. Wir stehen noch am Anfang und jeder Krankheitsverlauf ist individuell und sehr komplex. Wenn du dich näher informieren möchtest, dann schau auf der Instagram-Seite von Vascular Voices vorbei. Dort gibt es wöchentlich Beiträge zu den Gefäßkompressionen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du magst, kannst du unten ins Kommentarfeld schreiben, wie du sie fandest oder den Podcast mit Sternen bewerten. Damit hilfst du selbst aktiv mit, die Krankheit bekannter zu machen. Denn glaub mir, du bist nicht allein. Wir sind ganz viele.